glaube, dass es keinen in der Mannschaft gibt, der jetzt nicht verstanden hat, was wir für eine Riesenmöglichkeit haben. Die kleinen Hunde, die bellen immer, kennst du ja, ne? Das macht dann auch am Ende es aus, ob du was am Borsigplatz hochhältst oder nicht. Ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Morgen geht es gegen die TSG Hoffenheim und wer ist bei mir zu Gast? Niklas Süle. Ich freue mich, dass du hier bist. Schön, ich freue mich auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, endlich mal keine englische Woche und die Zeit, mal ein bisschen runterzukommen. Das tat sicherlich richtig gut, oder? Ja, die letzten Wochen waren natürlich schon sehr intensiv mit sehr harten Spielen. Ich glaube, dass es jetzt mal ganz gut für jeden einzelnen Spieler war. Wir sind eigentlich ganz gut durch die englischen Wochen gekommen, bis auf Mucki und Karim leider. Ihr habt auch ein wenig Zeit gehabt, vielleicht mal die letzten Wochen so ein bisschen einzuordnen, ein bisschen Revue passieren zu lassen. Was geht da in dem Kopf vor sich? Ja, ist natürlich jetzt punktetechnisch sehr gut gelaufen für uns. Ich glaube, wir haben wirklich was aufgeholt, wir haben was gut gemacht. Wir haben uns vorgenommen, gut in die Rückrunde zu starten, alles rauszuholen aus diesem halben Jahr. Wir sind in allen Wettbewerben vertreten weiterhin und wollen das Maximale rausholen. Dementsprechend arbeiten wir auch hart. Ich glaube, dass es keinen in der Mannschaft gibt, der jetzt nicht verstanden hat, was wir für eine Riesenmöglichkeit haben. Und deswegen ist es auch eine ganz geile Dynamik gerade, die in der Mannschaft ist. Und die muss man halt irgendwie versuchen aufrechtzuerhalten. Es gibt auch immer mal Spiele, wo du nicht so einen überzeugenden und guten Fußball spielst, aber die wir halt einfach gerade trotzdem gewinnen. Und ich glaube, das macht dann auch am Ende es aus, ob du was am Borsigplatz hochhältst oder nicht. 8 Spiele, 8 Siege. So sieht's aus im Jahr 2023. Und bevor wir das vertiefen, jetzt noch einmal ein kleiner Abriss über die bisher gelaufenen Wochen. Gut gespielt und der Ball im Tor. So, der ist gut, der ist drin. Und jetzt die nächste Chance und was für ein Tor. Reina. Ecke, Brandt. Und da ist das Tor. Reina macht's. The cutback towards Alley leaves it for Adeyemi. What a goal that is! It's bouncing around in there. Schlotterbeck. Adeyemi here linking up. This is great stuff and what a goal! Magical from Adeyemi. Gekommen ist er stark gespielt. 3-1 Aller. Reus ist auch mit dabei. Klasse Übersicht. Marco Reus. Interior gets it into the top corner. Shooting chance and it's parried away. Und legt ihn sich nochmal auf den rechten. Reus nimmt Tempo auf. Reus und Dann diese Genialität. Ja, wenn man das nochmal sieht, wie viel Spaß macht's im Moment in der Truppe Fußball zu spielen? Ja, extrem viel Spaß. Wir haben natürlich jetzt auch offensiv viel für unsere Fans gemacht, sage ich mal, die letzten Spiele, haben gut getroffen. Deswegen glaube ich, ist es immer im Fußball so, dass, wenn man die Spiele gewinnt, ja, die Stimmung deutlich besser ist. Wenn ich jetzt noch mal ein bisschen zurückblicke, Chelsea, wenn ich mir überlege, was für eine Stimmung hier im Stadion, was für eine Choreografie, 1:0 gewonnen. Deswegen bist du doch zum BVB gekommen, sei ehrlich. Das wollte ich gerade sagen. Also das sind eigentlich so die Momente, warum man sich am Anfang überlegt, ja, hierher zu kommen, das alles so mitzunehmen. So eine Choreografie, du läufst aufs Feld, dann kommt die Champions League-Hymne, dann gewinnst du es tatsächlich auch noch 1:0 das Spiel, auch wenn es ein sehr schwieriges Spiel war. Oder, glaube ich, habe ich dir letztes Mal schon gesagt, wo das 2:2 von Toni Modest gegen Bayern fällt. Habe ich noch nie erlebt in einem Stadion live, dass so das Stadion explodiert. Und ja, es ist einfach schön und deswegen versuchen wir auch, das zu nutzen für uns, weil es was ganz Besonderes ist hier mit den Leuten und das so teilweise uns auch ein bisschen Rückenwind gibt, gerade in einer guten Phase. Und dann Richtung Süden zu gehen nach dem Spiel, oder? Ja, ich meine dieses "Wir lieben Borussia Dortmund", was wir immer nach dem Sieg singen. Ich hoffe, dass es so weitergeht, dass es so ein Ritual jetzt wird, dass man das vor allem ja, hier vor der Kurve anstimmen kann. Und dann wissen wir mal, ja, heute haben wir einen guten Job gemacht. Ja, feiern scheint dir richtig Spaß zu machen. Also ich meine, irgendwie feiern wir ja alle ganz gerne. Ist mir aufgefallen, nach dem Spiel gegen Mainz, da hast du dem Karim Adeyemi aber mal so richtig gezeigt, wie gepuckt wird. Ja, ich erinnere mich an die Szene.
die kleinen Hunde, die bellen immer, kennst du ja, ne? Und dann wollte er so Schulter an Schulter mit mir gehen. Und dann habe ich mir fest vorgenommen, ihm mal zu zeigen, so, dass es auch mal wehtun kann. Karim fällt aus, ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Wie schwer wiegt sein Ausfall? Weil er war echt top drauf, ne? Ja, ich glaube, dass Karim sich in der Hinrunde viel mehr vorgenommen hat, wie er bis dahin zeigen konnte. Er hat sich komplett reingehängt im Wintertrainingslager in Marbella, wo man schon gesehen hat, er hat richtig was vor. Genauso hat er auch gestartet. Die ersten paar Spiele hat es noch nicht zum Torerfolg gereicht, aber wie er sich aufgerieben hat, wie er marschiert hat, wie er die Wege nach hinten gemacht hat, wo ich mich an 2, 3 Grätschen hier vor der gelben Wand erinnere, das hat er sich dann auch ein Stück weit verdient. Dass er ein unglaubliches Tempo hat und ein unglaubliches Talent ist, das wusste man, deswegen hat ihn Dortmund, glaube ich, auch geholt. Aber jetzt hat er die PS richtig auf die Straße bekommen und ich wünsche ihm eine sehr schnelle Genesung, weil er uns natürlich sportlich und auch menschlich fehlt. Aber ich glaube dennoch fest daran, dass er genauso wieder reinfinden wird, solange wir auch als Mannschaft ja funktionieren. Jetzt lief es ja vor der WM nicht so richtig gut, das muss man ehrlicherweise auch zugeben. Dann gab es die lange Unterbrechung. Inwiefern hat diese und das Trainingslager dazu beigetragen, dass jetzt so gut, so rund läuft? Ja, wir wussten, dass wir mit den letzten 2 Spielen vor der WM mit Gladbach und Wolfsburg 6 Punkte liegen lassen haben, die uns eine bessere Tabellenplatz beschert hätten. Ich glaube, jetzt im Nachhinein war es gar nicht so verkehrt, dass man so in die Rückrunde startet mit einem Rückstand, da war halt jedem einfach klar, das ist nicht der Platz, wo wir uns selber sehen. Ja. Wir müssen jetzt härter arbeiten, wie wir es in der Hinrunde gemacht haben. Wir müssen enger zusammenstehen als Mannschaft. Und deswegen glaube ich, dass die 2 Niederlagen vor der Pause auch irgendwie was Gutes hatten, weil du dich dann erstmal wieder zurückerinnerst, es ist schwierig, jedes Spiel in der Bundesliga zu bestreiten und die Punkte zu holen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, von hinten raus ein gutes Trainingslager zu haben, das zu nutzen, als Team zusammenzuwachsen. Und jetzt hat es natürlich auch super funktioniert. Wie gesagt, die 8 Siege werden sicherlich für so ein breites Kreuz sorgen. Ihr habt immer wieder betont, dass ihr euch in Südspanien viel unterhalten habt. Jetzt bist du natürlich auch ein Führungsspieler. Welche Rolle nimmst du dann ein? Ja, wir haben natürlich zu den Mannschaftsessen und Mannschaftsabenden, die wir da durchaus auch mal hatten, viel im Training gesprochen, viel beim Essen gesprochen. Du bist 8, 9 Tage, jeden Tag aufeinander, unternimmst abends was, spielst irgendwas und da wird sich natürlich auch über seinen Beruf ausgetauscht, sonst wären wir auch ein bisschen falsch, da wo wir alle sind. Und da hat man einfach gemerkt, jeder bringt irgendwas ein, jeder sagt was ihn vielleicht ein Stück weit auch mal stört, weil ich eigentlich immer auch ein Freund davon bin, Dinge direkt anzusprechen. Ich glaube, das ist das, wo ich meine größte Stärke habe, Dinge vielleicht auch mal anzusprechen, ins Gesicht anzusprechen, die nicht so gut sind, weil ich das eigentlich auch von meinen Mitspielern erwarte, wenn die bei mir irgendwas sehen. Und das ist auch zu Fall gekommen, dass man da sich ganz offen darüber austauscht, wie man welche Situation einschätzt. Und ich glaube, dass du auch nur so erfolgreich sein kannst. Du musstest ja eine lange Zeit hinten rechts verteidigen. Jetzt bist du wieder in die Innenverteidigung gerutscht. Die Bilanz nach 18 Spielen war wirklich Hammer. 5 Fouls. Wusstest du das? Nee. Prallen die alle an dir ab oder wieso kommst du mit so wenig Fouls raus? Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt einer, der immer so viel vorwärts verteidigt, wie es jetzt vielleicht ein Mats oder ein Schlotti macht, wo sie unglaublich gut im direkten Duell sind, wenn sie hinter dem Gegenspieler sind. Ich nehme halt oft den Laufweg mit auf, wenn jemand tief spielt, dass man eigentlich dann weniger so ein direktes Duell hat, sondern eher ein Laufduell vielleicht. Und war noch nie eigentlich ein großer Foulspieler oder war auch, glaube ich, noch nie gelb gesperrt in der Bundesliga. Ehrlich? Noch nie. Was vielleicht für einen Verteidiger schon komisch fast ist, auch, ungewöhnlich. Ja, aber mit fast 28, die ich jetzt bald werde, muss man ja ein bisschen Respekt. schon auch seinen Spielstil gefunden haben. Ne? Und es gibt immer Sachen, wo man besser machen kann. Aber ich finde, nur weil man Abwehrspieler ist, braucht man nicht unbedingt immer Foul spielen.
Passend dazu hat dein Teamkollege, unser Freund Marius Wolf, ein bisschen was bei Instagram gepostet. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Er hat dich als Kühlschrank verlinkt. Habe ich tatsächlich mitbekommen. Sagt er dir sowas? Nee, ich habe ja selber kein Instagram, aber Ja, mir wurde ein paar Screenshots geschickt. Also habe ich das dann schon mitbekommen. Ist ja eine ganz lustige Sache. Also ich kann über sowas lachen. Ja, das stimmt. Ja. Das ist ja jetzt auch keine Beleidigung. Nee, das ist keine Beleidigung. Er hat dann jetzt beim Training einen kurzen mitgekriegt. Ja. Nee, das nicht. Aber vielleicht heute. Am Wochenende geht es gegen die TSG Hoffenheim. Ein Verein, den du sicherlich ziemlich gut kennst. Du hast deine ersten Bundesliga-Minuten dort bestritten, hast in der Jugend bei Hoffenheim gespielt. Und dein erstes Auswärtsspiel 2013 war wo? 2013 war in Borussia Dortmund. Richtig. Bei Borussia Dortmund. Über das Ergebnis Ja, sprechen wir natürlich nicht. Hast du noch Kontakt nach Hoffenheim? Ja, es sind tatsächlich noch viele Spieler da, mit denen ich damals auch noch gespielt habe. Was ich eigentlich immer ganz cool finde, wenn so ein gewisser Kern über viele Jahre zusammenspielt. Der Kontakt ist eigentlich nie richtig abgebrochen. Jetzt spielt mit Thomas Delaney ein Ex-Borusse bei der TSG. Insgesamt ist aber dort der Wurm drin, muss man ehrlicherweise sagen. 11 Spiele ohne Sieg, Trainerwechsel vor 2 Wochen. Pellegrino Matarazzo hat für André Breitenreiter übernommen. Trotzdem läuft's nicht. Wie tückisch kann das trotzdem für euch werden? Hoffenheim spielt über Jahre, finde ich, eigentlich einen sehr attraktiven Fußball. Die wollen eigentlich den Ball haben, schalten unglaublich schnell um, haben viel Tempo vorne. Gute Spieler in der Eröffnung, wissen, was mit dem Ball anzufangen. Und deswegen glaube ich, dass es ein sehr, sehr schweres Spiel für uns wird. Wo wir aber trotzdem, wie du vorhin gesagt hast, mit breiter Brust auftreten können, uns auf gar keinen Fall verstecken sollen, sondern mit der Selbstverständlichkeit dahin fahren sollten, um zu sagen, wir nehmen die 3 Punkte hier mit. Einfach wird's nicht, aber ich glaube, dass wir die bessere Mannschaft haben. Zumal es ein ganz besonderes Spiel ist. 0-9 das Spiel. Ja. 0-9 der Sieg. Wer weiß. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Danke. Schön, dass du heute hier gewesen bist. Danke, vielen Dank. Das war's von eurem Feiertagsmagazin. Tschüss, macht's gut. Egal wo ihr seid, drückt unseren Jungs die Daumen. Das war's von Nobby und Niklas. tschüss.